Hi zusammen und herzlich willkommen. Es ist soweit. Pegasus Exclusive ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Und da stelle ich mir doch mal die Frage, welche ist denn besser? Pegasus oder Pegasus Exclusive? Wenn du das erfahren möchtest, dann bleib gerne dran. Bis gleich. Hi zusammen, schön, dass du eingeschaltet hast. Falls du neu hier bist, ich bin Alex und bei UniQ dreht sich alles um Nischendüfte. Das heißt Düfte, die nicht alle kennen und die teilweise auch sehr schwierig erhältlich sind. Heute geht es um einen Vergleich von diesen beiden Schmuckstücken, Pegasus und Pegasus Exclusive. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und mir einen Daumen hoch gibst. Ich freue mich wirklich tatsächlich über jeden Abonnenten, der auch meine Leidenschaft teilt für sehr schöne, selektive Düfte, die nicht jeder trägt, die man auch nicht überall riecht und die wirklich was Besonderes sind. So, in diesem Sinne, danke fürs Abo dalassen und fangen wir auch gleich mal mit den beiden an. Pegasus und Pegasus Exclusive. Tja, Pegasus. Ein Duft aus dem Hause Parfums de Marly, der auf jeden Fall seine Fanbase hat und der auch wunderschön ist. Und davon gibt es jetzt eine Exclusive-Variante. Und wir kennen das von Parfums de Marly, denn auch schon in der Vergangenheit hat das Haus Exclusive-Varianten von sehr erfolgreichen Düften rausgebracht, wie im Falle von Delina und Delina Exclusive oder auch Layton und Layton Exclusive. Im Falle von Layton Exclusive und Layton, genauso wie im Falle von Delina, fand ich tatsächlich die Exclusive-Variante besser als die Original-Variante. Wie das jetzt sich mit Pegasus und Pegasus Exclusive verhält, das wirst du gleich erfahren. Fangen wir mal ganz von vorne an. Pegasus. Was ist das überhaupt für ein Duft? Also, Pegasus ist ein Duft, der sich um die Duftnote der Bittermandel dreht und neben der Bittermandel, die natürlich sehr präsent ist, auch noch Jasmin, Lavendel, Heliotrop und Sandelholz verarbeitet hat. Für mich ist das ein leicht süßer, würziger, orientalischer Duft für Männer, den man wirklich sehr schön in den etwas kälteren Monaten, aber auch durchaus gerne auch mal das ganze Jahr über am Abend tragen kann. Er ist, wie gesagt, leicht süß und sonst würzig orientalisch, hat aber auch so eine sehr sinnlich cremige Note. So, und bei diesem Duft muss ich sagen, da stimmt einfach alles. Der ist in seiner Komposition, seiner Duft-DNA einfach sehr rund. Er hat wenig Kanten, aber es ist natürlich ein Bittermandelduft. Das muss man mögen oder man mag es halt auch einfach nicht. Jetzt, wie ist im Vergleich dazu Pegasus Exclusive? Das Interessante hier ist, ich hatte den Duft eingangs auf meinen Handrücken aufgesprüht, hier rechts. Auf den linken hatte ich Pegasus aufgesprüht. Und dann habe ich erstmal sofort, weil ich es nicht mehr abwarten konnte, tatsächlich an beiden gerochen. Und dann dachte ich erstmal, Alex, warte mal, also irgendwie der Pegasus Exclusive und der Pegasus, die haben ja überhaupt nichts gemeinsam. Der erste Eindruck täuscht, zumindest war es bei mir so. Denn ich finde schon, Pegasus Exclusive hat auf jeden Fall auch den Pegasus Vibe. Aber Pegasus Exclusive ist auf jeden Fall deutlich kantiger, deutlich maskuliner, deutlich würziger, deutlich süßer und das ist nicht zuletzt dem Oud und den intensiveren Holznoten geschuldet, die in Pegasus Exclusive verarbeitet wurden. Deshalb ist für mich auch, wenn ich die beiden jetzt vergleiche, da würde ich sagen, das ist der Papa und das ist der Sohn. Ja, obwohl der älter ist, aber sei es drum. Also, Pegasus Exclusive ist einfach deutlich erwachsener, deutlich reifer, zumindest wirkt er so, und Pegasus ist im Vergleich hierzu viel jugendlicher, viel frischer, viel einfacher. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung der größte Kritikpunkt an Pegasus Exclusive. Ich finde einfach diese sehr schöne Duft-DNA von Pegasus, die hat der Exclusive einfach nicht in dem Maße aufgreifen können. Ja, das heißt, man hat zwar den Pegasus-Vibe hier, klar, keine Frage, aber der kommt erst relativ spät, wenn sich der Duft dann entwickelt über die Herz- und Basisnote und der Duft ist auch relativ linear in seiner Entwicklung, was Pegasus gar nicht ist. Ja, also ich finde,
Pegasus entfaltet sich unglaublich schön über die verschiedenen Aromen, über die verschiedenen Duftnoten, die verarbeitet sind. Und für mich ist bei Pegasus Exclusive tatsächlich Oud und diese intensiven Holz- und Kardamom-Noten, die stehen für mich im Vordergrund. Finde ich sehr schade persönlich, weil ich einfach finde, Pegasus ist da deutlich runder in seiner Komposition. Aber Pegasus Exclusive, weil er eben viel derber, viel kantiger daherkommt, hat es natürlich wesentlich einfacher, sich vor allem in den kalten Wintermonaten durchzusetzen und wahrgenommen zu werden. So, das war es eigentlich auch schon. Ja? Meine Meinung zu Pegasus und Pegasus Exclusive. Ich finde einfach, Pegasus, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich auf jeden Fall für Pegasus entscheiden. Ich finde einfach, der Duft ist in seiner Komposition viel, viel stimmiger als Pegasus Exclusive und auch viel besonderer. Dennoch, Pegasus Exclusive hat seine Daseinsberechtigung, ist vor allem für all diejenigen Typen, die sagen, ich mag es mehr so ein bisschen auf die Fresse und ich mag es markanter, prägnanter, weniger sinnlich und vielleicht einen Ticken süßer, dann Pegasus Exclusive. Aber ansonsten bleibt auch gerne bei der Pegasus-Variante. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich bin gespannt, wenn du mal den Pegasus Exclusive riechst, wie er dir vor allem gefallen wird. Und falls du noch nicht die Möglichkeit hattest, den einen oder den anderen zu schnuppern, dafür sind wir ja auch genau da. Bei UniQ bekommst du ganz bequem einfach eine Monatsabfüllung von einem dieser beiden Düfte und kannst einfach einen ganzen Monat lang dir Zeit lassen, die Düfte erleben und dich dann immer noch entscheiden für denjenigen, der dir besser gefällt. So, ich habe noch einen kleinen Bonus, und zwar falls du sagst, hey, diese Oud-Note im Pegasus Exclusive, das ist genau das, was mir gefällt. Ich verlinke dir hier ein Top-Oud-Düfte-Video. Da kannst du dir nämlich mal anschauen, was es noch so für wunderschöne Oud-Düfte gibt, die man unbedingt kennen sollte. Und ansonsten, danke dir fürs Zuschauen. Lass mir gern ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Ciao, dein Alex.